Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Trailer gesehen habt, werde ich euch hier einige unkonventionelle Lösungen vorstellen, die ich beim Bau meiner Modellbahnanlage angewendet habe. Wenn ihr noch mehr Informationen zu einzelnen Themen haben wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch einige Links und Hinweise eingefügt. Wer jetzt hier eine weitere von diesen wunderschönen und komplett durchgestalteten Anlagen von raumfüllendem Format erwartet, der wird sicherlich enttäuscht werden. Bei mir handelt es sich um eine Regalanlage, immer an der Wand entlang, oder wie der Kunstmichi mal sagte, eine Konsolenbahn. Es gibt einige bereits fertig gebaute Stücke, andere Elemente befinden sich noch im Bau. Es gibt diverse einhängbare Elemente über die Türrahmen. Und es gibt viele provisorische Gleisstücke, die aber alle zum Erproben von verschiedenen Techniken dienen. Der Gleisplan ist eigentlich recht simpel gehalten. Im Prinzip handelt es sich nur um den klassischen Hundeknochen, in dem die beiden Wendeschleifen übereinander liegen. Im Augenblick befindet sich im mittleren Bereich noch ein einspuriges Gleis, das aber später natürlich mehrspurig ausgebaut wird. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir die Strecke mal gemeinsam ab. Und ich erkläre euch die einzelnen Bereiche etwas näher. Unser Messzug befindet sich bereits an seinem Ausgangspunkt. Ja, er ist natürlich nicht epocherein, das gebe ich zu. Aber er spiegelt zwei Dinge wider, die ich immer wieder mal ansprechen und zeigen werde in diesen Videos. Das ist zum einen der Umbau und eben auch der komplette Eigenbau von Fahrzeugen. Und ein weiterer Vorteil von so einem Spielzeug wie diesem Märklin-Messwagen ist natürlich, dass wir auch die Distanz messen können und dann schauen wir einfach mal, ob sich dann auf so einer Regalanlage auch vernünftig lange Fahrstrecken erzielen lassen. Ja, die guten alten Märklin-Formsignale. Natürlich nicht mehr zeitgemäß heutzutage, wobei ich finde immer noch, dass diese gestanzten Blechflügel um einiges filigraner wirken als viele von den neueren mit den Kunststoffflügeln. Und mit ein bisschen Farbe für Nostalgiker kann man die Dinger tatsächlich noch eine Zeit lang anschauen. Hier in dem Fall geht es natürlich nur darum, dass ich ein bisschen mit Servos experimentiert habe. Ja, ich weiß, die sind zu groß. Sie lagen halt noch rum und sie erfüllen ihren Zweck für eben diese Tests. Direkt nach dem Signal kommt dann eine Peco-Weiche. Die besitzt jetzt einen selbstgefrästen Mittelleiter. Das zweite, womit ich da experimentiert habe, war der Weichenantrieb. Ich habe mich mal mit diesen motorischen Antrieben von Hoffmann beschäftigt, der jetzt hier noch in der allerersten Version zu sehen ist. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Er ist zuverlässig, er ist leise. Er hat nur einen Nachteil, dass er lediglich einen Umschaltkontakt hat. Und nachdem ich ja die Flügelschienen polarisiere, je nachdem, ob sie jetzt Mittelleiterpotential tragen sollen oder eben das Gleispotential, benötige ich zwei Umschaltkontakte. Deswegen habe ich den eingebauten Kontakt nur genommen, um vorne das blaue zweipolige Relais zu schalten. Ja, und dann wird es so richtig Bastel-Hardcore. Die beiden Gleise sollten eigentlich schon längst rausfliegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich damals gerade kein Puko-Band gehabt und habe schlichtweg ein Draht um die Schwellen geschlungen. Wie man sieht, weder schön noch exakt, aber erstaunlicherweise funktioniert das ganz gut. Und wenn man sich jetzt da ein bisschen mehr Mühe gibt, ist das durchaus eine brauchbare Lösung für die Schattenbauernhof oder sonstigen verdeckten Bereiche auf einer Anlage. Gut, dann fahren wir doch mal über diesen kritischen Bereich. Stromversorgung. Die Lok besitzt nur einen Schleifer an dem der Kamera zugewendeten Ende. Sie hat einen normalen Digitaldecoder ohne jegliche Pufferschaltung. Und ich habe auch weder die Gleise noch den Mittelleiter vor dieser Rundfahrt irgendwelchen speziellen Reinigungsmaßnahmen unterzogen. Weiter geht es dann mit Märklin-Gleisen. Das sind die beiden Großkreise.
Ich habe auf der gesamten Anlage nirgendwo Radien unter diesen 580 mm verbaut, weil es einfach mit den langen Fahrzeugen auf Dauer kritisch werden kann. Wir sehen jetzt schon, wir kommen zum ersten Trennstück, zum ersten herausnehmbaren. Die Absturzsicherung habe ich aus Resten von einer alten Doppelstegplatte geschnitten, wie man die für Wintergärten oder Balkonüberdachungen benutzt. Die sind mit 1,5 mm Materialstärke stabil genug und versteifen das Ganze. Und ja, Absturz aus 1,20 m Höhe, das geht einfach nicht glimpflich ab und das habe ich leider schon selber getestet. Deswegen Strom aus und wir montieren das Übergangsstück. Bei diesen Übergangsstücken ist mir immer wichtig, dass ich die möglichst einfach und ohne viel Werkzeug montieren kann. Deswegen habe ich mir 2 Holzdübel als Passstifte genommen und habe hier unten einfach eine leicht klemmende Schiebemechanik eingebaut, die das Ganze dann später in Position hält. Auf der Gegenseite ist es ganz ähnlich, außer dass wir diesmal eine Schraubverbindung haben, da wir ja, wie man auch schon an dem Fangbügel für die Oberleitung sieht, jetzt an einem der fertigen festen Elemente andocken werden, nämlich dem hier. Und auf dieser Seite ist es eigentlich fast noch einfacher. Passstifte runter und mit der Schiebemechanik verriegeln. Fertig. Dann müssen bloß noch die Stecker angesteckt werden, auf beiden Seiten, was dank dieser schraubbaren Lüsterklemmen, wie gesagt, recht schnell funktioniert. Dasselbe nochmal auf der Gegenseite. Und schon kann unser Mestzug das nächste Teilstück befahren. Bei diesem Brückenstück habe ich mal das Mittelleiterband von Peco ausprobiert. Das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl von der Optik her, aber auch wiederum für unsichtbare Bereiche Schattenbahnhof durchaus tauglich. Das zweite, was ich hier ausprobiert habe, ich habe diesmal keinen Kork, sondern Moosgummi als Unterlage für die Gleistrasse genommen. Im Allgemeinen sagt man den Schaumstoffen nach, dass sie relativ schnell zerbröseln. Der hier ist anscheinend hochwertig, der liegt schon über 10 Jahre, zeigt noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Und ich verspreche mir da schon recht viel von der Geräuschdämmung her. Punktuell kann man ihn ja recht gut eindrücken. Aber auf der Fläche mit dem ganzen Gleis ist das Ganze doch sehr stabil. Verklebt habe ich es mit Montagekleber, sowohl oben als auch unten nach dem Trassenbrett. Der Zug fährt jetzt in das erste fertige Teilstück ein. Mit der Planung und dem Bau von diesem Element begann diese An-der-Wand-Entlage eigentlich erst so richtig. Und ich habe hier einiges ausprobiert. Ich habe verschiedene Ideen gehabt, die ich umsetzen wollte. Und deswegen werde ich euch jetzt mal das ganze Modul etwas näher vorstellen. Und wir haben immerhin schon fast 4 Meter geschafft. Beim Anlagenzubehör gehören die Lorelei-Portale von Faller zu den absoluten Klassikern. Nur leider sind die einspurig ausgeführt und das halte ich für ziemlich unrealistisch. Eine einspurige Strecke hätte mit Sicherheit nicht solche aufwendigen Kunstbauten aufzuweisen gehabt. Wie dieses Bild aus den 50er Jahren zeigt, waren die Portale tatsächlich früher zweispurig. Erst mit dem Einbau der Oberleitung und dann noch nach einer späteren Sanierung
hat das Lichtraumprofil nicht mehr ausgereicht und deswegen wurde dann diese etwas schlichte zweite Röhre gebohrt. Bei der Planung für den zweispurigen Umbau habe ich mich streng an den Normen europäischer Modellbahnen orientiert, damit ich dann später keine bösen Überraschungen erlebe. Dazu gehört, dass ich einen Mindestradius von 1200 mm festgelegt habe. Damit kann ich dann im Tunnel denselben Gleismittenabstand einhalten wie auch auf der geraden Strecke. Und das Lichtraumprofil in der Breite wächst dadurch gerade mal um 3 mm pro Seite. Das nächste, was ich schon immer gerne bauen wollte, ist eine Steinbogenbrücke. Lag also nahe, die beiden Tunnelportale mit so einem Bauwerk zu verbinden. Vom zur Verfügung stehenden Platz aus habe ich dann festgestellt, dass die Version mit 3 Bögen am harmonischsten wirkt. Allerdings wären die dann auch relativ breit geworden bei diesem Radius. Und deswegen habe ich dann einen Übergangsbogen konstruiert, der in der Mitte der Brücke bei ungefähr 2,10 Meter liegt. Damit ergeben sich auch keine allzu großen Abstände zwischen den Waggons, weil wir ja schließlich bei einem Außenbogen auf die entsprechenden Lücken schauen. Außerdem wollte ich noch eine Kurvenüberhöhung im Gleis haben. Dafür habe ich mir einen Styrodurstreifen in einem entsprechenden Winkel geschnitten, damit sich dann eine Überhöhung von ungefähr 1 Millimeter einstellt. Ich wollte mit dem Bau von diesem Diorama auch mit mehreren Vorurteilen aufräumen. Das erste davon ist, Mittelleiter und Punktkontakte sind hässlich. Deswegen kam jetzt hier die im Augenblick aktuellste Version von meinem Mittelleiter zum Einsatz. Ich werde aber in einem späteren Video noch genauer und ausführlicher auf den Gleisbau eingehen. Das zweite Vorurteil: Oberleitung will ich nicht haben, erschlägt mir alles. Ist bei käuflichen Varianten sicherlich richtig, aber das geht auch feiner, wie ihr auf den folgenden Bildern seht. Und auch dazu wird es demnächst noch ein Video geben. Ich habe also erst die Szene geplant und dann nach einem passenden Platz gesucht. Das Einzige, was mir zur Verfügung stand, war dieses kleine Fach in dem Regal. Dann habe ich erst mal überlegt, ob ich die Seitenwände ausschneide, aber da konnte ich mich irgendwie nicht dazu durchringen. Und dann habe ich mir gedacht, ich plane es einfach mal so, dass die ganze Streckenführung noch vor den Seitenwangen liegt. Und wie man hier sieht, liegen die Tunnelröhren schon extrem nah an diesen Seitenwangen. Musste ich halt einfach später das Gelände dementsprechend anpassen. Und damit die Sache nicht zu einfach wird, habe ich mir auch noch eingebildet, dass die Strecke in einer Steigung liegen soll. Das zieht dann nach sich, dass man die Oberleitungsmasten, die Pfosten für das Brückengeländer und auch das Signal in dem entsprechenden Winkel einbauen muss. Die Seitenwangen des Regals greifen später in diese beiden Aussparungen von dem Diorama ein. Damit das dann nicht zu instabil wird, habe ich mich gegen das leichte Sperrholz entschieden und habe den kompletten Kasten aus einem 10 mm Multiplex gebaut. Damit die Brückenbögen eine harmonische Höhe haben, musste ich dann das Gelände von der Planung her doch nachträglich nochmal absenken. Und dadurch entstand dann die Idee von diesem kleinen Bach mit den Staustufen. Der Grundgedanke war, als erstes eine Reihe Bäume zu pflanzen, um die ganze Optik schon mal ein bisschen zu entschärfen. Ich habe insgesamt über 200 Bäume und Büsche für dieses Diorama selber gebaut. Und nachdem jeder einen speziellen Platz hat, habe ich sie dann vor dem Begrasen einzeln nummeriert mit Zahnstochern, damit ich die später wieder zuordnen konnte. Den groben Verlauf der Baumspitzen habe ich dann hier auf diesem Papier markiert und das Ganze war die Vorlage für die spätere Erstellung von der Hintergrundgrafik. Ja, und so sah das Ganze dann aus, als ich mit dem Begrünen fertig war. Dann habe ich aber gemerkt, dass das obere Regalbrett das ganze Diorama doch ein bisschen zu sehr einengt und habe das nochmal ein Stückchen höher gesetzt. Und dann habe ich noch diese alte Bilderlampe gefunden und auf LEDs umgebaut und somit hat dann mein Stillleben eine schöne Beleuchtung erhalten. Man sieht eigentlich nur aus der Vogelperspektive, dass das ganze Modul gar nicht so groß ist. 65 mal 135 cm Grundfläche, aber eine Landschaftshöhe von immerhin gut 55 cm und das sorgt in der richtigen Ansicht doch für ein ganz passables Schaustück. Dieses Teilstück ist an sich auch abnehmbar. Ich habe mich aber so daran gewöhnt, weil es mich vom Platz ja nicht so sehr stört im Flur, dass es meistens eigentlich hängen bleibt. Es
führt jetzt in den Flur hinaus. Nachdem ich natürlich keinen Platz in der Breite oder in der Tiefe habe für einen Schattenbahnhof, muss ich versuchen, möglichst lange Fahrstrecken zu erzielen, und da bietet sich eben diese Wendeschleife im Flur an. Genauso wichtig wie das Einhalten von meinem Mindestradius von ca. 600 mm ist es mir auf der gesamten Anlage auch gewesen, dass ich bei einem Richtungswechsel von den Gleisbögen immer eine Zwischengerade einfüge. Speziell hier in diesem Fall befindet sich die Strecke noch in der Steigung, und da besteht ansonsten bei geschobenen Zügen doch die Gefahr, dass sich die Puffer verhakeln, und das wollte ich also auf jeden Fall vermeiden. Ja, und jetzt geht es dann langsam Richtung Wendeschleife. Ja, und hier lagern sie die ganzen Module, wenn ich sie nicht aufgebaut habe. Im Verhältnis zu dem, was fest an der Wand verbaut ist, brauchen die auch kaum mehr Platz, und von daher gesehen ist das eigentlich eine recht schöne Lösung, weil das Wohnzimmer damit frei bleibt. Das hier unten ist der große Teil der Wendeschleife. Das ist der Gegenbogen der Wendeschleife und noch ein paar weitere Elemente. Ja, ab und zu mache ich auch Betrieb, ohne die große Wendeschleife aufgebaut zu haben. Da sitze ich gemütlich im Wohnzimmer und sehe natürlich nicht, was sich im Flur abspielt, und deswegen habe ich mir hier diese Hightech-Absturzsicherung einfallen lassen. Schlichtweg Schraubzwinge, Holzklotz, Moosgummi, und man kann in aller Seelenruhe vor sich hinspielen. So, dann bauen wir mal die Wendeschleife auf. Dafür muss natürlich zuerst die Absturzsicherung weg und die Wandhalter eingehängt werden. Die Konstruktion der Windel ist relativ leicht, aber auch verwindungsstabil durch diese Absturzsicherung und durch die nur einmal verschraubten Streben. Bleibt sie aber trotzdem in Grenzen flexibel, sodass man beim Einhängen später mit relativ wenig Kraft die beiden Elemente einmal unterhalb und einmal oberhalb einfädelt, bis dann die Passstifte einschnappen, und dann wird die klemmbare Schiebevorrichtung drüber geschoben und das Gleis sitzt auf der richtigen Höhenlage. Die elektrische Verbindung erfolgt wieder wie bei den vorherigen Modulen auch mit den schraubbaren Lüsterklemmen. Geht also auch sehr zügig vonstatten. Und nach demselben Prinzip wird zum Schluss dann noch der Verbindungsbogen eingesetzt. Die letzte Verbindung erfolgt auch wieder mit Passstiften und einer leichten Klemmung mit den schiebbaren Leisten. Lüsterklemmen. Und die Wendel ist fertig zum Befahren. Ja, und was macht ihr jetzt, wenn es plötzlich klingelt? Da habe ich natürlich auch eine Zeit lang drüber nachgedacht, und dann habe ich da eine sehr, sehr praktikable Lösung gefunden. Die zeige ich euch jetzt mal. Lautstärke auf 0, weil MOBA spielen und spontaner Besuch passen einfach nicht zusammen. Nur so nebenbei, für diejenigen, die dann schon in der Wohnung sind, ist es natürlich kein Problem, weil die Tür zum Bad geht immer noch zu.
Dann lassen wir den Zug mal in die Wendeschleife einfahren. Wie ihr hier im Vordergrund seht, habe ich auch wieder eine Zwischengerade eingefügt zwischen den Richtungswechseln in den Gleisbögen. Und wir haben schon die ersten 8 Meter Strecke hinter uns gebracht. Die Gleistrennstelle hier links am Stecker bedeutet gleichzeitig den Beginn meiner Messstrecke, die ich zum Einmessen der Geschwindigkeitsprotokolle für die Computersteuerung benutze. Normalerweise empfiehlt man da ja eine Distanz von 1 Meter. Bei mir ist es 1,60 Meter. Das hat den großen Vorteil, dass man auch bei höheren Fahrstufen recht zuverlässige Werte bekommt. Und hier hinten sieht man das Ende der Messstrecke, da wo die V188 steht. Der Nachteil von solchen langen Messstrecken ist natürlich, dass langsame Loks in den unteren Fahrstufen dementsprechend viel Zeit benötigen. Im Falle dieser umgebauten Lima V188 bedeutet das, dass Sie in Fahrstufe 1, bei der sie eine Geschwindigkeit von gerade mal 0,4 Stundenkilometer erzielt, für eine Distanz ihrer eigenen Länge von 26 cm schon über 3 Minuten braucht. Naja, bleibt mir zumindest genügend Zeit, mich um ein Abendessen zu kümmern. Hier beginnt das Gefälle. Und gleich kommt der Fangbügel für die Oberleitung. Auf dem Weg vom Nordportal zum Südportal. Dann geht es wieder talwärts über das herausnehmbare Teilstück in Richtung Küche. Vorbei am BW, das aber im Augenblick noch keinen Gleisanschluss zur restlichen Anlage besitzt. Ich werde es euch aber mal ausführlicher in einem folgenden Video beschreiben. Damit sind wir wieder bei diesem Gleis mit dem besonders eleganten Mittelleiter angekommen und der Zug hat ungefähr die Hälfte der zweigleisigen Strecke befahren. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch dann den eingleisigen Bereich mit vielen verschiedenen Versuchen zum Thema Mittelleiter und noch einige weitere besondere Konstruktionen, die dann den zweiten Teil der Anlage darstellen werden. Außerdem kommen wir natürlich am Ende der Fahrt zu der Auflösung, wie lang denn die gesamte Wegstrecke eigentlich gewesen ist. Danke fürs Zuschauen.